Wir fahren heute weiter. Eine Ära geht zu Ende. Und bevor wir uns aufmachen, müssen wir noch eine wichtige Sache erledigen. Ultra wichtig. Unsere Mission, wir reparieren unsere Hantel, denn die Schrauben lassen sich nicht mehr öffnen, weil es ein bisschen verrostet ist. Und ich versuche das jetzt ein bisschen frei zu flexen und dann können wir hoffentlich wieder die Hanteln auf und zuschrauben. Klappt nicht? Ne, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber irgendwo hängt es. Wir klemmen es jetzt hier ein. Aha. Gewalt und WD-40 haben geregelt. Gott sei Dank können wir jetzt die Hanteln wieder auf- und abschrauben und Gott sei Dank hatten wir einen Schraubstock. Das hätte ich on the road auf jeden Fall nicht so hingekriegt. Also es ist schon gut, manchmal eine feste Base zu haben, wo geiles Werkzeug am Start ist. Von daher wirklich nochmal vielen lieben Dank, Laurent. Das hat gut funktioniert. Jetzt läuft's die Butter hier. Also ich hätte vor der ganzen Aktion erstmal gerne was gegessen, aber jetzt haben wir es und jetzt können wir endlich futtern. So, wir haben es auf jeden Fall. Alles gepackt, alles startklar. Wir haben uns gerade verabschiedet von allen. Noch lange gequatscht. Noch lange gequatscht, uns verquatscht und jetzt fahren wir los. Und das Schöne ist, der Hund läuft mit. Oh, der spürt es wahrscheinlich. Ja, wenn wir uns von so Orten verabschieden, lassen wir immer alle Emotionen zu. Und ganz oft gehen wir nochmal so ein letztes Mal spazieren und verabschieden uns so nochmal voll und ganz. Und ja, fühlt sich auf jeden Fall gerade irgendwie schwer an und traurig, aber zeitgleich auch richtig schön und voller Vorfreude. Denn es geht für uns Richtung Spanien weiter. Ja, aber es macht trotzdem was mit einem, ne? Wenn man immer wieder ja, so vertraute Plätze verlässt. Und das ist genau das, worauf es ankommt im Leben auch, dass man lernt loszulassen und sich nicht an Dinge und Momente festklammert, sondern dass man immer im Fluss und im Jetzt bleibt und ja, dann kann es auch weitergehen. Ja, in diesem Sinne, lassen wir mal die Drohne steigen zum Abschluss und dann fahren wir wirklich weiter. Guten Morgen aus Spanien. Ich bin eben so wach geworden und gucke aus dem Fenster und auf einmal voll die krassen roten Farben. Die Sonne ist gerade am Aufgehen, also schnell aufgesprungen, Kamera geschnappt, hier mal so ein bisschen die Natur am Stadtrand eingefangen und es ist echt brutal schön. Wir sind nämlich direkt neben Saragossa, so ungefähr, haben im Auto eine Viertelstunde entfernt. Man hört auch so ein bisschen die Autobahn, aber ist ja fast wie in der Heimat bei den Schwiegereltern.
hört man auch so ganz leicht im Hintergrund die Autobahn. Wir haben auch ultra gut gepennt. Es ist einfach so ein Schotterweg und hinter uns ist einfach der Fluss. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, aber es ist echt schön. Vor allem diese Farben, auch am Morgen, das ist echt toll. Ich bin richtig froh, dass ich wach geworden bin, weil oftmals, wenn ich jetzt irgendwo im Apartment wäre, würde ich so geile Naturschauspiele irgendwie verpennen. Aber dadurch, dass wir halt einen Fensterbus haben, stehen wir meistens im Rhythmus mit der Natur auf. Und das ist einfach geil. Das macht einfach Bock. Jetzt geht da hinten auch die Sonne auf und die Bäume werden angeleuchtet. Ich kack ab. Alter, das ist echt schön. Das ist aber stark. Vielleicht ein bisschen zu viel grüner Tee. Wir sind ja heute Morgen pünktlich zum Sonnenaufgang aufgestanden. Und gerade bei uns im Vanlife, in unserem schönen Fensterbus, bin ich halt super froh und dankbar, dass wir das einfach nutzen können und so ein bisschen im Rhythmus der Natur leben können. Ja, und wir sprechen generell jetzt über gesunde Schlafgewohnheiten bzw. einen gesunden Schlaf, weil das ja doch ein Thema ist, was total unterbewertet wird. Und es ist eigentlich so wichtig für den ganzen Körper, für die Hormone und für ganz, ganz viele Prozesse. Und das dann in Kombination mit Stress, das ist ja für den Körper auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefährlich. Und ja, da spreche ich auf jeden Fall auch von uns oder auch aus meinem eigenen Leben, dass es Zeiten gab, wo ich echt nicht gut geschlafen habe. Und am Ende des Tages habe ich das halt schon gemerkt und habe irgendwie auch gespürt, dass mein Körper nicht gut damit klarkommt. Und ja, seitdem wir hier im Van unterwegs sind, ist es so viel besser geworden. Jetzt, wo wir auch keinen Wecker mehr brauchen eigentlich, also ganz, ganz selten. Und wirklich mit dem Rhythmus leben können, merke ich einfach, wie gut es tut und dass der Schlaf halt wirklich Energie gibt. Weil oftmals war das damals so, dass ich morgens aufgestanden bin und einfach komplett gerädert war. Ja, für uns ist das ein richtig wichtiges Thema. Gerade beim Thema Sport ist die Regeneration natürlich auch das A und O. Wir brauchen Reiz und das Training auf der einen Seite, aber auch die Erholung und Regeneration auf der anderen Seite. Und gerade der Schlaf ist da halt extrem wichtig. Wo ich persönlich auch mega dankbar für bin, ist, dass ich hier an meinem eigenen Körper erfahren durfte, wie wichtig auch so ein bisschen die Temperatur ist. Denn es ist auf jeden Fall durch Studien erwiesen, dass wenn es ein bisschen kühler ist im Schlafzimmer, man auf jeden Fall tiefer und besser schläft. Und gerade hier im Van merke ich das. Jetzt, wenn es so Richtung Winter geht und nachts haben wir aktuell so um die 10 Grad. Es tut halt richtig gut und das fördert wirklich meinen Schlaf, vor allem die Tiefe meines Schlafes. Und das merke ich halt, dass ich morgens viel besser bzw. viel energiegeladener aufwache. Und wir zeigen dir 5 Dinge, die wir tun, damit wir besser schlafen und unser Schlaf generell gesünder ist. Guter Schlaf gleich gute Generation, gleich Leistungsfähigkeit, gleich maximale Gains. Als erstes zünden wir, wenn es dunkel wird, Kerzen an für eine entspannte Atmosphäre. Am liebsten verwenden wir Honigkerzen, da es zugleich auch einen angenehmen Duft im Raum verbreitet. Wenn wir noch spät digital arbeiten müssen, so wie ich jetzt gerade dieses Video hier schneide, schwören wir auf unsere Brillen mit Blaulichtfilter. Ich brauche keine Brille und benutze sie nur in einem Fall wie diesem. Nach getaner Arbeit, spätestens 1 Stunde vor dem Schlafengehen, werden alle Elektrogeräte ausgeschaltet und verräumt. Damit die entspannte Atmosphäre komplett wird, dimmen wir nun unsere Spotlights und LEDs.
Die Nacht wird dann ganz entspannt und ruhig mit Aktivitäten ohne Bildschirm eingeläutet und so merken wir auf natürliche Weise, wann es Zeit wird fürs Bettchen. Ja, wir sind jetzt gerade in Spanien und auf der Autobahn und hier wird man auf jeden Fall schön konfrontiert und getriggert, und zwar sind hier nebendran überall so Mastställe und Mastbetriebe. Und das ist so krass, weil in Deutschland sind die halt so gut versteckt und man sieht die irgendwie gar nicht. Also ich habe echt noch nicht oft einen gesehen. Und hier sind wir jetzt gerade 20 Minuten am Fahren und es sind schon Hunderte. Also locker. Und das ist so krass und ich raff einfach nicht, wie das immer noch ein Problem sein kann. Und ich weiß, das Thema kommt vielen schon wirklich überall raus. Aber trotzdem raff ich es einfach nicht, wie man so ein Fleisch kaufen kann. Es geht mir wirklich nicht rein. Und da einfach nochmal der Appell, kauf einfach gutes Fleisch. Was ist daran so schwer? Du bist ja auch, was du isst, ne? Und du isst da einfach nur Qual, Angst und Ungesundheit mit. Also das ist ja nichts anderes. So, und jetzt belasse ich es mit dem Thema. Ich hake das für dieses Video ab. Ich wollte es nur gerade noch mal losgeworden sein, weil es ja in mir gebruddelt hat und ich irgendwie das Gefühl hatte, das noch mal kurz aussprechen zu müssen. Willst du auch noch was sagen? Also es ist halt eine Wertefrage, ganz einfach. Und auch eine Frage des Hinguckens. Deswegen möchte ich einfach nur einladen, egal ob es jetzt der Fleischkonsum ist oder andere Dinge sind, einfach zu hinterfragen und auch so ein bisschen die passiven Auswirkungen von unserem Handeln ja, einfach zu hinterfragen und zu schauen, was passiert denn wirklich damit. Aber meine Lösung dafür ist immer wieder back to the roots. Jetzt auf Reise ist relativ schwierig, aber eines Tages, wenn wir mal sesshaft sind, möchte ich die Dinge auch so gut es geht selbst beziehen. Also ich träume davon, eigene Hühner zu haben, eigene Eier zu haben und ja, generell auch das meiste oder viel an Obst und Gemüse in meinem eigenen Garten pflücken zu können. Ja, auf Sizilien hatten wir das auch. Da waren es die Gemüseplantagen, die wirklich riesig waren. Also es war gefühlt eine eigene Stadt. Ich freue mich trotzdem auf unser Ziel. Wir werden gleich noch in eine Stadt fahren und freue mich, wenn wir da sind. Und ja, insgesamt freue ich mich auf die Zukunft. Wir sind hier in Teruel. Und es ist arschkalt. Ich glaube, wir haben 8 Grad oder so. Richtiges Deutschlandwetter. Aber ja, ich freue mich definitiv auf mehr Sonne. Es wird langsam Zeit, dass wir in die Wärme kommen. Aber bin mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Also es war eben erstmal so ein kleiner Kulturschock, weil alles schon ziemlich anders aussieht, um es mal so auszudrücken. Aber ja, mal schauen. Du hast zum ersten Mal die Winterjacke an, ne? Dieses Jahr. Ja, ich musste eben mal gucken, ob hier noch so Wanzen drin sind, weil wir hatten an irgendeinem Spot so eine Wanzenplage und die sind alle in den Bus geflogen und haben sich da versteckt, wo es warm war oder warm ist. Und wir finden immer wieder mal welche und in meiner Jacke waren auch welche. Legt's hier rum. Boah, hat der Move, ne? Boah, es ist so kalt.
Aber irgendwie fühlt man sich auch wohl in Spanien, ne? Ja. Man hätte nicht gedacht, der Wohlfühlfaktor ist hier auf jeden Fall am Start. Ja, ich finde, die sind den Deutschen sehr ähnlich irgendwie. Also, ist schön. Aha. Aha. Ui. Ja, das ist mal ein schönes Plätzchen, ey. Steppt auch der Bär. Weißt du, woran mich das erinnert? An Sizilien, wie hieß die Großstadt? Palermo. Hier hast du auch wieder diese Muscheln, die sind ganz oft irgendwie. Ich weiß gar nicht, was die symbolisch heißen. Ist das nicht das von Jakobsweg? Ah, aber das ist in mehreren Ländern schon gewesen. Ne? Ja. Richtig geiler, eindrucksvoller Ort hier. Oder was sagst du? Da muss man sich erstmal setzen, ne? Und alles sacken lassen. Vor allem, da sind so viele Details überall. Diese bunten Dinger, die verschiedenen Fliesen, die verschiedenen Formen und Muster. Und dann dieses fette Gemälde in der Mitte, das ist schon krass. Ja. Ich habe sowas in dem Stil auf jeden Fall noch nie gesehen. Bei mir ist auch lange her, dass ich so beeindruckt war von irgendwie einem Bauwerk oder einem Monument. Oh, das sind sogar Vögelchen, die haben ein Nest. Paradise. Hier würde ich auch mal ein Nest bauen. Schön der Brunnen nebendran. Anna wartet drauf, dass sie den Vogel gecatcht kriegt, wer oben ins Nest reinfliegt. Ich krieg den auch noch gecatcht. Man braucht nur Geduld. Aber wir haben Und eine gute Rückenlehne. Ja, mal sehen, wie lange die Arme durchhalten. Die haben wir nämlich ordentlich trainiert. Gut. Versuch's mal mit einem Vogelsound. Ja, doch nicht. Vielleicht denken die Leute, du meinst die. Nee, Schweinevogel. Wir sind gerade im Supermarkt und es ist auf jeden Fall ganz anders als das, was wir kennen. Wir müssen uns hier erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ich finde es auf jeden Fall immer richtig spannend, wie es in anderen Ländern ist, vor allem im Supermarkt. Also ich muss mich hier auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Es ist nicht so dieser Wohlfühlfaktor, den man in Deutschland hat, das was man so kennt. Das ist auch so crazy. 0,4 Gramm Safran kosten 1,85 Euro. Also falls jemand Safran braucht, schreibt es in die Kommentare, wir bringen was mit. Back im Bass. Das war auf jeden Fall ein kleiner Kulturschock, aber Teruel hat uns echt überrascht. Also von außen dachten wir beim Durchfahren erstmal, ja, ob wir es überhaupt mal angucken sollen, aber dann war es doch ziemlich nice mit diesen schönen Gebäuden,
den großen Kirchen. Aber mein Highlight war auf jeden Fall diese geile Treppe. Also die war echt richtig, richtig schön. Ich bin richtig gespannt. Hier soll nämlich außerhalb so ein richtig geiler Spot sein und da fahren wir jetzt hin. Ja, ich warte jetzt gerade hier und Sadie schaut sich einen Stellplatz an, der eventuell in Frage kommt. Und das Problem ist nur, das ist so ein Feldweg, der ziemlich matschig ist. Es hat auch die Nacht geregnet und er schaut jetzt erstmal zu Fuß, ob wir da überhaupt langfahren können. Und ich bin mal gespannt, weil ich glaube, das ist schon ein richtig geiler Platz. Bist du bereit für ein kleines Abenteuer mit mir? Ich meine die Frau hinter der Kamera. Weil ich glaube, dass es muftig wird. Es gibt nämlich 2 muftige Stellen. Und ich schätze, dass wir es zu 85% schaffen. Aber es ist schon ein gewisses Restrisiko von 15%, dass wir stecken bleiben können. Aber wenn das klappen sollte, hätten wir einen brutalst brachial geilen Stellplatz. Okay. Ich würde sagen, wir checken mal das Wetter. Wenn es morgen regnen soll oder heute, machen wir das auf gar keinen Fall. Wenn es trocken bleibt, machen wir es. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Komm erstmal wieder rein. Ich komme rein, aber ich muss die Schuhe ausziehen, weil Ja. schon muftig, dreckig hier. Dann checken wir mal das Wetter und dann können wir uns schon mal warm fahren für eventuell Marokko. Pure Sonne morgen. Es wird nur arschkalt, aber kein Regen. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall wieder raus. Okay. Im schlimmsten Fall müssen wir warten bis... aber da vorne steht auch ein Traktor. Falls das sein sollte, dann frage ich den mal nett auf Spanisch, ob der uns da rausziehen kann. Schlimmer aus als das, ja. Die Stellen kommen erst noch. Ich meine, wir sind ja... Der hier steht. So, jetzt kommt die muftige Stelle Nummer 1. Ich meine, wir sind... Ach du Scheiße. Wir sind ja auch kein Geländejeep, ne? Nee. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hm? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Muftige Stelle 1 geschafft. Ich spüre das Adrenalin von mir raus. Man darf halt auch nicht vergessen, dass wir kein Profil auf den Reifen haben. Differential ist fast wie Allrad. Oh. Aber fast. Jetzt kommt die richtig muftige Stelle. Wenn wir die schaffen, ich warte nur erstmal, bis die alle weg sind. Ja. Stehen, links siehst du so ein Loch in der Mauer. Mhm. Da kommt nämlich Flüssigkeit aus dem ganzen Tal hinten reingelaufen und das sammelt sich hier unten in der Kuhle. Da wo das Ding ist. Und da wo die jetzt lang gehen, ist links ein Streifen, wo es fest ist, also wirklich fest. Aber rechts ist halt die Matschpfütze. Aber mit ein bisschen Schwung dadurch. Das sind nur 2 Meter schaffen. Soll ich filmen? Und du Soll ich zeigst das mit nicht den mal Händen? von außen Ja, kannst du filmen? natürlich auch machen. Aber ich habe nur meine Schlappen, Ich kann ne? dir deine Wanderschuhe geben, bis die da weg Denkst du, sind. Schlappen ist nicht? Geht nicht? Ja, geht schon, klar. Komm, ich geb Dann grad hast mit du den die ja rot, Schlappen. ne? Dann muss ich das hier wenigstens nicht mitbringen. Und ich habe auch von wenig außen. Adrenalin im Auto. Die Fortsetzung folgt nächste Woche. Damit du das nicht verpasst, freuen wir uns, wenn du ein Abo dalässt und wir freuen uns natürlich auch über dein Like, wenn du das Video bis hierher geschaut hast. Bis nächste Woche.